Yo, hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut in der, prägnanten Zeit aktuell bezüglich Coronavirus oder Covid-19. Und in dem Video geht's vor allem mal darum, warum ich denn eigentlich mit Drakensang Online aufgehört habe. Relativ lang wollte ich eigentlich schon ein Video dazu machen. Eigentlich sogar, nachdem ich die Entscheidung gefasst hatte. Aber hab's dann trotzdem etwas vor mir hergeschoben. Das Video ist jetzt auch nicht großartig vorbereitet, kurz vorneweg, aber ich kann eigentlich relativ gut sowieso aus dem Stegreif reden, deswegen wird das kein Problem sein. Grund Nummer 1 ist einfach die Lust. Also wirklich, ich habe keine Lust mehr, Drakensang Online zu spielen. Das ist schon mal Punkt Nummer 1. Ja, dafür gibt es natürlich auch Gründe. Erstens mal ist DSO schon ein ziemlich großer Abschnitt meines Lebens so gesehen, weil ich das einfach 6 bis 7 Jahre lang gespielt habe. Ich habe früher oder ursprünglich ja mit einem Magier angefangen zu spielen, habe parallel dazu auch Drachenkrieger und Waldläufer gespielt, habe dann aber wirklich den Magier ungefähr 3,5 Jahre effektiv gespielt. War mit dem auch Feldmarschall, hätte mit ihm auch ich hätte mit ihm alle 4 Reittiere gehabt. Wenn es dann nicht dieses Thema Multi-Account und vor allem Leute, die dann meinen Account so gesehen zerstört haben, einfach aus diversen Gründen, die rein menschlich gesehen idiotisch sind, aber dazu möchte ich mich nicht unbedingt äußern und das würde euch auch nicht viel bringen, weil ihr dann am Ende zu derselben Auffassung kommen würdet, dass diese Entscheidungen von den Leuten einfach aus Ignoranz und Neid so gesehen dazu geführt haben, den Account kaputt zu machen. Ja, naja. Und dann hatte ich ja neu angefangen mit meinem DK, so gesehen bei 0. Hatte dann zwar noch meine alten Kollegen, die mir dann immer mal geholfen haben, aber ich habe trotz alledem den Account fast komplett allein hochgespielt. Das fing erstmal an mit einem PvP-Charakter, könnte man sagen. Ja, ich habe mir da relativ viel Mühe gegeben, ja, wie man es halt so gemacht hat. Man zieht ein Schild auf einem höheres Level, ein weißes oder ein grünes Schild durch Glyphen, die man halt gefarmt hat und schon hat man einen relativ guten PvP-Account und verliert eigentlich nur gegen die Leute, die wirklich gepaid haben. Ja, ein weiterer Faktor. Gut, DSO ist nicht mehr ganz so paylastig, also es gab so einen gewissen Schritt, da war es paylastig, dann wurde es weniger paylastig und jetzt ist es eigentlich wieder paylastig, wobei man sagen muss, es gibt jetzt halt viele Events, bei denen man die Möglichkeit hat, einfach Buffs zu kaufen, um diese Events schneller zu lösen. Also entweder man farmt ewig oder man kauft sich diese Buffs. Ja? Und das ist halt auch so eine Sache, die geht schon wieder in Richtung Pain. Das ist zwar nicht Pay to Win, weil ich meine, man kann halt auch Farm to Win machen. Aber das Problem ist gerade Neumond-Event. Neumond-Event ist so ein schönes Beispiel, verglichen mit dem Vollmond-Event. Beim Vollmond-Event geht man im besten Falle, wie es Bregeran schon immer gesagt hat, 3-mal auf Infernal 4 rein und hat das Event fertig, ja. Beim Neumond-Event geht man irgendwie 50-mal auf Infernal 4 rein. Monatelang, bestimmt ein ganzes Jahr habe ich gepredigt in fast jedem Video zum Neumond-Event. Wie wär's denn, wenn man das mal anpassen würde und ausgleichen würde? Und das alte Neumond-Event hat sowieso manchen Spielern früher besser gefallen, ja. Und die Community Manager oder der Community Manager hat ja dann auch angefangen, Videos von Bregeran, mir und Shirley zu schauen, ja. Da sind wir aber gleich beim nächsten Punkt, der Community Manager, ja. Ich habe DSO 6 bis 7 Jahre lang gespielt. Nach 6 Jahren oder nach 5,5, keine Ahnung, genau kann man es nicht sagen, ging es dann so endlich mal los, dass ich auf dem Testserver auf meinem Account mal zum Beispiel royale Steine bekommen habe, mal rote Essenzen bekommen habe. Problem dabei ist, wie eigentlich jeder in DSO weiß, royale Steine, also königliche Steine, sind nicht alles. Und das wusste der Community Manager nicht unbedingt, weil die Community Manager
von Drakensang Online schon immer relativ wenig Ahnung vom Spiel hatten. Die spielen auf irgendwelchen gecheateten Accounts, haben dann Items, zum Beispiel Herolds Hammer mit Rang 10, den es noch gar nicht auf dem Originalserver gibt, weil es da einfach nur bis Rang 7 oder 8 geht. Ja, genau, Rang 8 in dem Falle. Und das sind halt so Sachen, spielt das Spiel doch mal so als Tester auf dem Testserver, wie es reale Leute spielen, ja. Meinetwegen, war auch mein Vorschlag. Kopiert Charaktere, die auf dem Live-Server existieren, zum Beispiel meinen Charakter, und spielt mit dem das neue Event. Spielt mit dem das neue Event auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Gebt dem einen anderen Namen, rennt mit Kostüm rum und schon checkt man nicht mehr, das ist jetzt Folterknecht 96, sondern es könnte ein x-beliebiger Drachenkrieger sein, ja. Aber die meisten Bugtester auf dem Testserver, die testen halt, ja, irgendwie so, dass es halt nicht real wirkt, ja. Und der Account hatte dann halt komplett königliche Steine. Aber wenn man keine gute Waffe hat mit guten Verzauberungen, dann bringt das auf dem Testserver relativ wenig. Genauso Pregaran. Pregaran hat genauso einen Account bekommen mit königlichen Steinen. Wir haben auch immer Andamant bekommen, wenn wir wollten. Also wir haben auch, keine Ahnung, 300.000 Andamant einfach mal so geschenkt bekommen. Und trotz alledem hat sowohl er als auch ich das Gefühl gehabt, oder haben es noch, dass Shirley viel mehr geboostet wurde. Da meinte dann auch der Community Manager, jawohl, mit Shirley haben wir schon eine lange Beziehung, mit dem arbeiten wir schon länger zusammen, wo ich mir so denke, okay, Shirley seinen Channel gibt es halt seit 3,5 bis 4 Jahren und unsere Channels, die von mir und Pregaran, gibt es halt seit 6 oder 7 Jahren und Pregaran ist sogar der 7. oder 8. registrierte Spieler in DSO, also der hat halt schon bei der Alpha mitgemacht, ja. Und das sind halt alles so Sachen, ja. Community-mäßig. Das Problem bei DSO ist auch, dass die Community, also auch ihr, meistens direkt oder indirekt verlangt, ein Event durchzuspielen. Das bedeutet, es wird halt meistens auch nicht akzeptiert, dass man Real Life hat, dass man vielleicht mal mit der Familie was zu tun hat oder sonst was. Ja, man soll ja immer präsent sein zum Weihnachtsevent, am besten noch über Silvester. Klar, über Silvester die 20 Minuten, die man da sich kurz in Kingshill hinstellt, die haben jetzt das fast nicht zum Überlaufen gebracht. Da haben dann aber auch wiederum andere geschrieben, ja, als ob du nichts Besseres zu tun hast, als dich dorthin zu stellen. Aber ja klar, es ist im Prinzip, YouTube ist ein Business, ja. Auch wenn man jetzt nicht auf Profit aus ist oder so, trotzdem schaut man halt immer, okay, was machen andere und was kann ich machen, so. Und wenn 10 andere YouTuber dort einen Special hochladen bezüglich Silvester, dann ist es halt auch so eine Geschichte. Wenn ich das jetzt nicht hochgeladen habe, wollen dann irgendwie Leute, dass ich das vielleicht hochlade? Ja? Releases. Auch so eine Geschichte. Community Manager, der hätte uns schreiben können, passt auf dem Testserver gibt es jetzt ein neues Release mit folgenden Änderungen, grob angekündigt. Was war jedes Mal wieder der Fall? Pregaran, ich, Shirley gucken. Gut, Shirley wird wahrscheinlich Informationen bekommen haben, aber Pregaran und ich sind meistens so, dass wir dann ins Forum geguckt haben. Aha, da haben schon mal Leute auf dem Testserver von der Community was getestet, haben die und die Änderung festgestellt. Also man muss halt wirklich sagen, die Leute spielen dort 2-3 Stunden auf dem Testserver oder sie haben sowieso einen aktiven Account auf dem Testserver und spielen gar nicht auf dem Live-Server, ja. Und dadurch, dass die da drauf spielen, haben die dann rausgefunden, okay, es gibt eine Neuerung XY und die schreibe ich jetzt mal ins Forum. Genau diese Neuerungsliste haben wir uns dann aus den ganzen Foren dort, also du hast ja immer einen Thread, wo dann einfach im Testserver zum Beispiel Release 210 und dann steht dort drin von jedem, ich habe das gefunden und ich habe das gefunden und ich habe das gefunden und hier noch was und da noch was, ja. Und wir haben dann immer das alles zusammengezählt, haben uns das erstmal im Spiel angeguckt auf dem Testserver und haben danach ein Video gemacht. Da konnte man schon mal von 3 bis 5 Stunden ausgehen, um so einen scheiß Video zu machen für so ein blödes Release, wo vielleicht wieder Sachen kommen, die wieder mehr in Richtung Pay-to-Win gehen, die wieder unfair gegenüber Anfängern sind, ja. Ich meine, ein Online-Rollenspiel ist immer am Ende so, dass es die Leute bevorzugt, die maximales Level haben, relativ gute Ausrüstung,
Aber es wird ja in DSO schon von vornherein jemand ausgegrenzt. Das fing an mit unterschiedlichen Spielmodi in den Eventen, bezwingende und bezwingbaren. Ja, man spielt erstmal auf normal, da kriegt man auch noch den Fortschritt für normal. Sobald man das abgeschlossen hat, kommt man auf schmerzhaft. Ja, bei schmerzhaft ist es dann so, du kannst nur mit schmerzhaft auch Fortschritt kriegen. Ja, dann kommt halt qualvoll, da kannst du nur mit qualvoll oder halt höheren Modes Fortschritt kriegen. Das habe ich jetzt gerade vergessen zu sagen. Natürlich kann man es direkt auf Infernal 4 spielen. Das heißt, Spieler, die den Zugang zu Infernal 4 haben, sind automatisch schneller fertig als andere Spieler. Und vor allem, Spieler, die Level 55 sind, können das Event überhaupt komplett fertig machen, während Spieler unter Level 55 das Event nicht komplett fertig machen können. Schon mal so eine Ausgrenzung, ja? Auch so ein Fakt, den ich halt nicht mag. Letztens dann wieder ein Kollege gefragt, ja, hast du Zeit und so? Und er so, nein, ich muss jetzt schlafen gehen. Weil ich morgen früh aufstehe und dann mit der Gilde zusammen frühst die Stunden fürs PvP benutze und dann, keine Ahnung, abends die Stunden, um den Gluthund zu farmen. Ja, also 5 gegen 5 Flagge. Das heißt, es verabredet sich eine Gilde. Gilde ist das nächste Stichwort. Ich habe nie wirklich eine gute, perfekte Gilde gefunden, mit der ich auch harmoniert habe, mit der ich dann auch täglich farmen konnte und deswegen habe ich eigentlich relativ viel allein gefarmt, so wie es Pregoran eigentlich immer noch macht. Er ist zwar in der Gilde, macht dann Events mit der Gilde, aber ansonsten farmt er halt relativ viel allein. Wie es jetzt ist, weiß ich nicht, aber so ist halt meine Auffassung oder die letzte Auffassung, die er mir mitgeteilt hat vor Ewigkeiten, weil wir reden auch nicht mehr viel über DSO. Er hat mich nur innerhalb von 2 Monaten 8-mal gefragt, ob ich immer noch DSO spiele oder nicht mehr spiele. Und ja, also gildentechnisch habe ich da auch nie wirklich was gefunden, was mir gefallen hat, ja. Dann halt klar, PvP. Man muss da relativ viel Zeit reinstecken, relativ viele Wins haben. Und das PvP hat sich halt, erst war es so, okay, relativ normal. Dann jeder one-shottet jeden. Und dann, also durch diese Unausgeglichenheit mit Level 55. Und dann am Ende war es dann so, dass nur noch die Werte von den Items genommen wurden, aber nicht mehr die Steine, nicht mehr die Verzauberungen, was dann halt mehr auf Skill-Basis ausgelegt war. Ja, generell sind aber so Sachen wie Magier zum Beispiel oder Zwerge, die haben halt gewisse Sachen, die einfach abfangen. Rüstungsbrecher, die Singularität, ja. Ich meine, klar, das ist das Einzige, was die Magier haben, aber die Magier können sich dann auch, wenn sie dich gestunt haben, mit einer Gedankenkontrolle versehen und sind dann halt direkt mal weg mit den 3 Teleports, die sie da haben. Oder sie können unendlich oft Singularität machen, ist zum Beispiel auch so eine Geschichte. Ein DK kann halt nicht unendlich oft Drachenhaut machen, was ihn eigentlich stark macht, ja. Also da gibt's immer noch eine große Unausgeglichenheit im PvP. Des Weiteren mochte ich es auch nicht, immer und immer wieder zu farmen und zu grinden. Wenn zum Beispiel Bezwingende und Bezwingbaren gelaufen ist, was auch passiert ist, ja, als Beispiel jetzt, und ich habe schon 20.000 Sphärenscherben da reingeballert und es kommt eine Woche später ein Event, was wieder mindestens 20.000 Sphärenscherben braucht, dann bin ich entweder Spieler Nummer A, der schon, keine Ahnung, 80.000 Sphärenscherben einfach so zur Verfügung hat, weil er jeden Tag 5 Stunden farmt. Oder ich bin Spieler B, der gerade so 20.000 Sphärenscherben zur Verfügung hatte für Event Nummer 1 und es dann logischerweise nicht einsieht, innerhalb von der Woche wiederum 20.000 Sphärenscherben zu farmen, ja. Genau, das sind alles solche Gründe. Ja, final kann man halt sagen, warum mache ich es nicht mehr, weil es dann am Ende auch nur noch so ein Zwang war und dann farmst du und manche Events sind sowieso darauf ausgelegt, dass du mindestens 3 Stunden am Tag spielen musst. Ja, da ist deine Freizeit nach der Arbeit schon weg und am Wochenende kann es dann halt mal länger werden und das ist halt, bei jedem anderen Spiel kann ich sagen, okay, ich habe jetzt 5 Stunden das Spiel gespielt, aber ich hätte zu jeder Sekunde aufhören können und ich musste es nicht unbedingt machen, ja. Gut, da gibt es manchmal dann noch, wenn man sich einen Premium-Pass holt, dass man die Level da, also Battle Pass-mäßig, ja, dass man da einzelne Level abschließen muss, ist auch schon wieder ein Zwangverfahren, ja, ist logisch. Aber die meisten Belohnungen dort sind halt kosmetischer Natur. Neuer Waffenskin, neues Aussehen und so weiter und so fort, ja. Fluganimationen geändert.
Also das sind alles so Sachen, das muss ich nicht unbedingt haben, ja. In DSO waren dann auch die Belohnungen relativ oft und relativ lange schlecht tatsächlich in den Events von DSO. Ist dann teilweise ein bisschen besser geworden, als dann wirklich die ganzen infernalen Stufen mit dazu kamen und man das Event nicht nur einmal durchspielen konnte, sondern halt direkt 8-mal im Prinzip. Wobei man fängt, ja klar, bis Infernal 4 halt, genau, also theoretisch 8 Schwierigkeitsstufen. Genau, ja, das wär's eigentlich. Ich wollte das Video sogar eigentlich nur 5 Minuten machen, aber wie man sehen kann, sind mir dann doch aus dem Stegreif genug Sachen eingefallen. Und warum heiße ich Zardas LP? Ja? Zardas ist ein Charakter aus einem Rollenspiel. Dieses Rollenspiel habe ich schon mit, ich bin jetzt 23, habe ich schon mit 8 Jahren gespielt oder mit 7 Jahren. Ich stehe halt einfach hinter Rollenspielen, ja. Ich mag halt einfach Spiele von Piranha Bytes, auch wenn ich mir eingestehen muss, dass ich zum Beispiel Risen 2 und Risen 3 noch nicht durchgespielt habe. Aber natürlich Gothic 1 bis Gothic 3 mit Erweiterung, dann Elex und Risen 1, ja. Und ich werde dann auch noch ein Video machen, was euch in Zukunft so erwartet, was ich so geplant habe. Natürlich halt kein DSO mehr, aber es ist halt einfach DSO. Es werden teilweise immer weniger, dann kommen mal wieder welche dazu. Aktuelle Spielerzahlen kann man eh nur munkeln. Aber ich meine, ich spiele halt Spiele wie Rainbow. Wurde 40 Millionen Mal verkauft. Overwatch wurde, keine Ahnung, auch 40 oder 60 Millionen Mal verkauft. Jetzt spiele ich Apex Legends, hat 70 Millionen registrierte Spieler. So, ja. Das sind halt alles so Spiele, die sollte man eigentlich kennen, eventuell mögen. Es kann natürlich sein, klar, es sind alles 3 Shooter und einer davon ist Battle Royale, dass das halt nicht jedem das seine ist, ja. Deswegen spiele ich ja RPGs so. Ist halt ein Unterschied, ein RPG ist meistens ein Singleplayer, auch wenn es jetzt zum Beispiel eine Skyrim Multiplayer-Mod gibt, ja. Verglichen mit dem Online-Rollenspiel, wo man sich immer wieder besser machen muss und auch mit anderen messen kann. Das Problem ist halt einfach, vielen Leuten fehlt dieser Multiplay-Aspekt. Die wollen unbedingt mit anderen Leuten zusammenspielen. Also die können nicht sagen, okay, ich bin jetzt zwar alleine in der Spielwelt, habe einfach nur Non-Player-Characters, also NPCs um mich herum und verbessere mich halt einfach nur selber. Und bin stolz, dass ich mich selber verbessert habe. Die brauchen halt wirklich immer diese, man sagt auf Deutsch halt so diese Schwanzvergleiche, ja, die es in DSO halt relativ gut gibt. Ach ja, meine Waffe hat 5% mehr Damage und deswegen habe ich 2000 Damage mehr. Und ja, und die ganze Zeit, solche Sachen halt, ja. Dann hast du halt einfach ein paar königliche Steine. Ich glaube sogar komplett voll die Waffe, ja. Heilige Steine voll viele, ein paar perfekte nur noch. Hast bereits deine Waffe mit grünen royalen Steinen voll, musst halt nur noch die blauen machen und brauchst halt eine verbesserte Verzauberung auf vielen Sachen, ja. Goldverzauberungen war jetzt bei mir relativ wenig, bis fast gar nichts. Ich hatte halt nur, also die normalen orangenen Verzauberungen. Und, trotzdem gab es dann auch einen Typ, der dann geschrieben hat, ja, dein Account ist so schlecht und sei mal nicht so abgehoben und blablabla. Ja, es ist nicht Nonplusultra, das ist mir auch bewusst, aber das Problem bei Online-Rollenspielen ist, sobald man alles königlich hat, sobald man überall, am besten jetzt bei Schaden als Beispiel, 4x10% Verzauberung hat, dann wird das einfach erhöht. Dann gibt es auf einmal noch eine weitere Stufe mit 15% und dann gibt es auf einmal statt einem königlichen Stein noch einen kaiserlichen Stein oder was weiß denn ich, der dann nochmal mehr Damage macht und mehr Leben und die ganzen Attribute halt nochmal extrem steigert so. Und direkt ist man wieder heruntergestuft. Man war High-End, ist wieder heruntergestuft und fängt wieder an zu farmen so. Und das mag ich halt einfach nicht. Bei Rollenspielen spiele ich's, ich werde besser, ich schließe es ab. Ich zock das nächste Rollenspiel. Oder ich zock's nochmal, weil es vielleicht verschiedene Gilden gibt oder verschiedene Spielweisen gibt. Aber das habe ich bei DSO halt einfach nicht. Weil du halt einfach, das ist ein endloser Kreislauf. Du wirst in einem Online-Rollenspiel nie fertig. Ich meine, ich muss ja nicht DSO vorne wegnehmen. The Elder Scrolls Online. Path of Exile. Ja. Alles solche Sachen. Wo man voll viel Zeit reinsteckt. Und schlussendlich nicht unbedingt fertig wird. Oder halt einfach dann auf dem High-End-Level irgendwie noch beschäftigt wird. Mit ewigen Dungeons farmen. Jetzt gerade bei Path of Exile, ja.
Also das ist halt, ja, es ist ein netter Zeitvertreib, aber am Ende sehe ich halt das Endprodukt nicht, ja. Da spiele ich halt lieber auch jetzt zum Beispiel Assassin's Creed, wo ich sagen kann, okay, da gucke ich mir halt mal dieses nice designte Ägypten an oder dieses nice designte Griechenland an, erfahre gleichzeitig noch was über die Geschichte und habe trotzdem Online-Rollenspiel-Aspekte, weil einfach die Waffen in verschiedene Kategorien, wie zum Beispiel grün, blau, lila und golden eingeteilt sind, beziehungsweise sogar legendär teilweise, ja. Und da habe ich genau dasselbe. Nur, dass ich halt nicht diese Vergleiche habe mit anderen Spielern. Und das ist, finde ich, halt gut, ja. Ich kenne auch genug Leute, ja, ich spiele halt nur Multiplayer, obwohl sie dann halt relativ oft mit Randoms spielen. Gut, ich habe jetzt auch viel in Apex mit Randoms gespielt. Auf einer höheren Elo sollte man das nicht machen. Ich probiere auch immer, jetzt auch in Overwatch und sonst wo, eine volle Lobby zu kriegen. Einfach, dass man sich absprechen kann auf Deutsch oder auf Englisch halt. Oder dass man sich einfach gegenseitig kennt und nicht irgendwie sonst jemand dabei hat. Kleines Kind oder jemand, der nur Russisch redet. Ja, also der dann auch Englisch nicht mag. Türkische Leute sind da auch manchmal so, aber ich will jetzt keine Vorurteile haben. Ich habe auch schon sehr nette Türken kennengelernt, sogar in DSO, die auch sehr viel Deutsch dann geredet haben, aber weil sie halt auch in Deutschland gelebt haben. Das ist halt ein Unterschied, ne? Aber man sollte Englisch schon so als Weltsprache akzeptieren, was halt bei Chinesen zum Beispiel auch schon wieder schwierig ist. Aber klar, wer mal in China war oder wer es mal gehört hat, auch in meiner Familie war schon mal jemand in China, das ist halt einfach, dort ist alles auf Chinesisch. Da kommst du auch mit Englisch überhaupt nicht weit. Also wenn du da keinen Dolmetscher hast, bist du relativ aufgeschmissen. Genau. Ja. Und das ist halt immer so die Kernessenz. Ich spiele einen Multiplayer, aber ich spiele dann eigentlich nur mit Randoms, die dann nichts können, so ungefähr. Ja, wenn ich schon Multiplayer spiele, dann suche ich mir halt Mates, mit denen ich zusammenspielen kann, mit denen es dann auch mehr Spaß macht, mit denen ich mehr Erfolg habe, ja. Gut, in DSO, ja. Klar haben sich die Charaktere gegenseitig ergänzt, aber meistens war man halt nur gut und es war halt auch unausgeglichen, ja. Ein Zwerg konnte fast immer Boss-Runs alleine machen, Magier, Waldläufer genauso, weil sie einfach auf Fernkampf sind, aber ein DK war immer arschig dran, ja. Genau. Und damit könnte ich jetzt noch stundenlang weiterreden. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und damit würde ich mich an der Stelle natürlich recht herzlich von euch verabschieden. Haut rein, euer Xardas.